650 PS und 866 Newtonmeter. Soll eine Anlehnung an Midnight Purple sein. Ist es persönlich für mich der perfekte GTR. Servus, ich bin der Chris. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt und das ist mein R35 GTR. Der Grund ist, das Auto ist eigentlich schon seit 2010 oder eigentlich seit 2007, als es das erste Mal rauskam, war das schon mein Traumauto. Da habe ich meinen Freunden auch damals schon allen erzählt, so 2010, 2012. Irgendwann werde ich mir einen R35 GTR zulegen. Und ja, am 4.8.21 war es dann soweit. Da habe ich dann endlich meinen Traum bei Revolution Sportscars in Forst abgeholt. Das Auto war von einem Bekannten vom Chef Antonius. Ich habe für das Auto, wie es da steht, mit 24.400 Kilometern habe ich 70.000 Euro bezahlt. Eigentlich wollte ich nur 60.000 ausgeben, aber da das Auto wirklich so perfekt im Top-Zustand war, der war zweite Hand. Der erste war ein Arzt gewesen, das war sein 10. Auto, der ist das Ding fast gar nicht gefahren. Der hat den dann neu gekauft gehabt, hat den 9.000 Kilometer gefahren und dann hat ein Kumpel vom Antonius den GTR von ihm gekauft und hat den dann gefahren bis 24.400 Kilometer und dann wollte er ihn verkaufen, weil er was anderes wollte und dann wurde er mir angeboten. Karosserie war serienmäßig, der war ganz normal schwarz mit originalen Stoßstangen. Die Felgen waren JR21 mit KW Gewindefedern. Die Leistung war auch schon gemacht. Das sind Stage 1, 650 PS und 866 Newtonmeter. Da wurde gemacht, die Ansaugung wurde gemacht, 1050er Düsen, die Downpipes mit Cuts und die X-Pipe wurde gemacht. Also besonders, wenn ich ehrlich bin, gefällt mir die Farbe. Das soll eine Anlehnung an Midnight Purple sein. Und so wie er da jetzt mittlerweile steht, ist es persönlich für mich der perfekte GTR. Das komplette Auto ist außen auch umgebaut. Es ist eigentlich ein 2015er Facelift, aber ich habe das komplette Auto mit Originalteilen auf den 2020 50 Anniversary Edition umgebaut. Also das ist die Frontstoßstange mit Lippe. Die Haube hat auch nicht gepasst, die ist oben minimal anders. Die Seitenschweller sind von 2020 und die Heckstoßstange von 2020. Im Moment sind Advanced R230 Felgen verbaut, vorne sind 9,5 und hinten sind 11J mit der Reifengröße vorne 265 und hinten 305. Und die Felgen waren leider die einzigen, die ich in Hessen eingetragen bekommen habe. In Verbindung mit Fahrwerk und Spurblatt. Die sind jetzt wie T37 im Endeffekt. Als ich ihn bekommen habe, habe ich direkt angefangen, ein paar Carbon-Teile zu verbauen. Die Mittelkonsole, das ist einfach nur Plastik sozusagen, die wurde mit Carbon gemacht. Die Türgriffe sind normalerweise rot, die wurden in schwarz geledert. Das Lenkrad habe ich auch sofort machen lassen, weil oben ist immer rot, unten ist rot und mir gefällt es persönlich gar nicht. Am liebsten komplett schwarz. Da wurde das Lenkrad auch noch gemacht mit Alcantara und Leder. Ein Bügel habe ich auch verbaut, der ist von Heigo. Ich finde, es sieht halt ganz cool aus. Die Rückbank wurde so mit auch ausgetragen, aber hinten kann sowieso niemand sitzen. Also für die Zukunft habe ich mir vorgestellt, ich finde, vorne fehlt noch eine kleine Lippe, die unten an den Unterfahrschutz drankommt. Ich suche gerade noch eine neue Heckklappe und da kommt dann ein etwas größerer Schwanenhals-Carbon-Spoiler drauf und sonst wird erstmal nichts mehr gemacht. Ehrlich gesagt wurde ich noch nicht von der Polizei angehalten. Ich fahre jetzt 3 Jahre. Ich bin aber leider erst auch in den 3 Jahren nur ca. 6.000 Kilometer gefahren. Aber bisher hatte ich zu Glück gehabt.
Also viele lieben es und viele, sagen wir mal so, hassen es. Ich bin jetzt das ganze Jahr eigentlich auch mit einem Original-Spoiler wieder gefahren, mit einem Flap oben dran. Auch natürlich alles eingetragen gewesen, der Flap. Habe ich nochmal auf Ducktail umgebaut, weil da wirkt das Auto viel breiter als mit Spoiler. Also nach dem Abstimmen von dem Auto wurde natürlich auch alles gemessen. Prüfstandslauf wurden gemacht und ganz normal auch die Zeiten gemessen, 0 auf 100 und 100 200. 0 auf 100 macht er 2,7 Sekunden und 100 auf 200 circa 6,2. Das kommt dann auch immer auf die Begebenheit an. Ich bin eigentlich ein entspannter Fahrer. Ich jag das Ding hier nicht wirklich mit über 300 über die Autobahn. Ich fahre immer entspannt so 130, 150. Da verbraucht er so circa 13,8 Liter. Ich schätze, dass ich ca. 30.000 € nochmal in den GT investiert habe. Das Lustige daran ist, dass das Auto in dem Zustand auch 100.000 wert ist. Also damit bin ich im Moment 0 auf 0 raus. Zum Beispiel die Stage 1 kostet mit TÜV knapp 7.000 €. Die Felgen, Fahrwerk, alles zusammen mit TÜV kostet auch ca. 5.000 €. Facelift-Umbau könnt ihr euch ja vorstellen. Nissan-Teile sind ja alle super teuer. Das war eine ordentliche Stange Geld. Den Ducktail, der hat mich auch ca. 800 gekostet. Dann der Bügel 1.500 und die Carbon-Teile, ich schätze mal 2.000, alle zusammen mit Motor und allem drum und dran. Ja, und da komme ich so roundabout auf 30.000 € Investition nochmal. Also die nächsten Jahre werde ich ihn auf jeden Fall erstmal behalten. Aus dem Grund, ich weiß gar nicht, was ich sonst so gleichwertig kaufen soll. Weil jetzt mal abgesehen, die Leistung und allem drum und dran, da ist eigentlich in dem Preissegment gibt es da ja eigentlich gar nichts. Das Einzige, was in Frage kommt, wäre ein R8 Spider. Aber der ist ja auch langsamer als hier das Prachtstück da hinten. Ja, somit, ich werde ihn auf jeden Fall die erste Zeit behalten. Und es ist ja auch eine Legende im Endeffekt. Es wird ja auch jetzt seit 2023 werden ja auch keine mehr gebaut für Deutschland. Nur für Deutschland und Europa. In Amerika und Japan kam noch mal ein Sondermodell mit dem T-Spec zum Beispiel. Und jetzt kam auch noch mal ein Facelift. Und die gibt es aber leider nur für Amerika und für Japan. Und es wird auch keine neuen mehr geben. Japan hat jetzt bekannt gegeben, dass es keinen neuen R35 mehr geben wird. Diese zwei Sondermodelle waren jetzt die letzten 2025. Boah, ist richtig warm jetzt, ey.